Moin Moin aus dem Wunderland. Ja, wie ihr sicherlich wisst, wir haben irgendwie was zwischen 1200 und 1400 Zügen. Und bei all diesen Zügen orientieren sich nicht alle unsere Züge irgendwie an der Realität. Oder manche davon sind in der Realität so besonders, dass wir sie auch unbedingt auf der Anlage haben wollten. Und ein paar dieser Ulknudeln zeige ich euch heute. Hier sind wir in Patagonien und hier in Patagonien haben wir unseren Butch Cassidy Zug. Butch Cassidy wird sicherlich für viele ein Begriff sein und kam dann auf die Idee, wir haben ja hier schon sein Versteck nachgebaut, dass ich eine gestellte Szene nachbaue, in der er hinten auf einem Wagen steht, der gesprengt wurde, der dann aussieht wie ein Raufüberfall. Und um sich selber zu verteidigen, schießt er da die ganze Zeit runter. Das ist vorne mit einem kleinen Lichteffekt am Finger gemacht, sodass das aussieht wie ein Mündungsfeuer von einer Waffe. Hier sind wir jetzt in unserem Rio-Abschnitt, ja, gehört mit zu Südamerika. Hier sind eigentlich alle Züge irgendwie sehr nah am Original, weil wir haben sie seinerzeit ja größtenteils selbst gemacht. Und hier haben wir ganz besonders den Unterschriftenzug, so würde ich ihn jetzt mal nennen. Dieser Zug ist nämlich der erste Zug gewesen, der auf dieser Anlage gefahren ist. Und alle Mitwirkenden haben sich damals mit einer Unterschrift auf diesen Zug hier verewigt. Der dreht seit Tag 1 hier seine Runden. Ich würde auch sagen, der wird vielleicht auch noch ein bisschen besser behandelt als alle anderen Züge bei uns, die hier in dem Rio-Bereich unterwegs sind. Und erinnert dann doch immer wieder auch an diese Reise, an diese erste Reise auch mit der Familie Martinez, die wir hier gemeinsam erleben durften. Hier sind wir jetzt auf unserer Brücke, bei uns intern heißt die Nebenbahn 8. Hier fährt mein persönlicher Lieblingszug und zwar, wir nennen ihn mal den 80s, 90s, irgendwie futuristic, irgendwas Ding. Also eigentlich heißt er Märklin Alpha Zug. Für mich ist er natürlich der besonderste von allen, weil er auch so ein bisschen Teil meiner Kindheit ist und auch irgendwo vielleicht ein bisschen meiner schrulligen Identität, könnte man vielleicht noch sagen. Der fährt jetzt hier schon seit einiger Zeit tatsächlich mittlerweile sogar überarbeitet. Ich habe die Kommentare gelesen, er hat jetzt mehr Licht drin, er leuchtet jetzt überall grün. Meine persönliche Nummer 1 auf jeden Fall. Jetzt sind wir in unserem USA-Abschnitt angekommen. Hier fahren zwei Züge, die dürften vielen aus der Kinderstube noch bekannt sein oder sie haben sie kennengelernt durch ihre Kinder. Und zwar fahren hier Thomas und Tobi, wechseln sich hier immer ab. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, dass sie hier unten mal fahren. Denn hier ist das für Kinder total gut sichtbar. Früher sind sie da oben gefahren und wenn man aus der Perspektive jetzt nach oben sieht, dann hat man die gar nicht wirklich entdecken können. Und hier unten können Kinder die beiden sofort sehen, sofort entdecken und sich darüber freuen. Wir sind jetzt hier in unserem Mitteldeutschland-Abschnitt. Unweit oder direkt hinter der Kirmes fährt nämlich der Zug der Sendung mit der Maus. Die Besonderheit an dem Zug ist halt, das ist ein Vollzug im Maus-Design. Jeder Wagen hat so ein leicht anderes Bildmaterial drauf, ist ein bisschen bunt, sehr auffällig, sehr knallig. Ich habe seinerzeit, als ich mal die Lokomotive von diesem Zug repariert habe, mir auch ein kleines Easter Egg einfallen lassen. Und zwar kennen wir ja alle diesen kleinen blauen Elefanten, der immer so durch das Bild gelaufen kam. Ich habe mir damals von Stefan Dombrowski einen Ottifanten geben lassen, den in der Mitte einmal durchgesägt, den vorderen Teil in den vorderen Führerstand gemacht und den hinteren Teil in den hinteren Führerstand. So sieht das jetzt quasi aus, als wäre dieser Elefant so lang wie die Lokomotive und wäre der Lokführer.
hier sind wir jetzt in unserem Hamburg-Abschnitt und hier fährt Über-Ulf. Was klingt wie ein Scherz eines bekannten Fahrdienstleisters, ist es auch. Denn ein Hersteller hat sich gedacht, als April-Gag machen wir mal so eine Fotomontage. Und die Resonanz darauf war so groß, dass der Hersteller nicht anders konnte, als dieses Modell zu bringen. Und natürlich habe ich das gesehen und habe dann gesagt, wir müssen das auch auf unserer Anlage bringen. Und da Hamburg ja keine Straßenbahn mehr hat und wir uns in unserem Modell irgendwo in den 2000er Jahren bewegen, können wir hier uns auch so ein Gag erlauben und eine absolut realitätsferne Straßenbahn fahren lassen. Das Ulf in diesem Zug steht in dem Fall für Ultra Low Floor, klingt wie ein witziger Name, hat aber tatsächlich einfach eine Bewandtnis. Das sind Niederflurfahrzeuge, die fahren nahe über dem Boden, die haben tiefe Einstiege, die sind halt dann mehrfach und einfacher einsetzbar. Hier sind wir jetzt in unserem Skandinavien-Abschnitt angekommen und hier vorne auf dieser Strecke, auf dieser, ja, ich nenne sie mal hochgelegten Strecke, fährt auch ein ganz besonderer Zug und zwar der Unimat. Das ist ein Gleichstopfzug, also in der Realität ist er dafür da, um den Schotter zwischen den Schwellen zu verdichten. Wir haben den mal hier als Modell gehabt und irgendwann wuchs in mir die Idee, das wäre ja eigentlich auch ganz cool, wenn wir den irgendwie dauerhaft ans Laufen kriegen. Hält auf jeden Fall auch einen Rekord und zwar den Rekord für den langsamsten Zug. Der hat hier in etwa eine Strecke von etwas über 4 Metern zu bewältigen und braucht dafür eine Viertelstunde. Nochmal im Amerika-Abschnitt. Und zwar haben wir jetzt hier hinter mir am Fahren die Dampflokomotive Shay. Das ist eine US-amerikanische Waldlokomotive. Ist gefahren in den späten 1890er, frühen 1900er gequetschte Jahre, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die Besonderheit an ihr ist, auch jetzt hier in diesem Modell nämlich, die hat das Getriebe außen. Sie hat keine Koppelstangen, sondern sie hat einen Kardantrieb, der einmal ganz an der Außenseite lang läuft. Und das wurde auch hier in dem Modell tatsächlich so nachgebaut und nachempfunden. Und so funktioniert sie hier auch, was sie auch hier wieder zu einem besonderen Modell macht. Hier sind wir jetzt in unserem, ja eigentlich irgendwie Übergang von Mitteldeutschland zu Knuffing. Wir sind hier in so einer Halbebene und hier fährt ein ganz besonderer Zug. Den habe ich mir recht früh einfallen lassen. Und zwar ist das eine Dampfspeicherlokomotive, die auf den Namen Olaf hört. Warum habe ich sie so genannt? Naja, sie ist klein und dick, so wie ich. Und irgendwie fand ich die Idee damals ziemlich witzig und die hat sich dann sehr schnell verselbstständigt. Und weil wir sowieso gerade hier an so einem Kohlenwerk so eine Lokomotive gebraucht haben und es auch einfach geschichtlich richtig war, dass solche Züge früher Namen hatten, die auch vorne groß auf dem Kessel standen, habe ich aus diesem Witz halt direkt einfach das fertige Produkt gemacht. Und so fährt Olaf jetzt schon seit, ich glaube, 3 Jahren fröhlich jeden Tag hier auf der Anlage hin und her. Jetzt sind wir hier in unserem Bayern-Abschnitt, Schrägstrich Airport-Bereich. Und hier hinter mir auf der Schwanstein-Strecke, so wie wir sie nennen, fährt auch nochmal ein ziemlich ulkiger Zug. Das Ganze hört auf den Namen Baureihe 670 und erinnert ein bisschen, wenn es an einem vorbeifährt, eher an einen Bus. Und genau da ist auch irgendwie die Connection zu, denn Teile dieses Zuges und dieser Baureihe kommen aus dem Omnibusbau. Sicherlich geschichtlich jetzt ein bisschen falsch, dass er bei uns in Bayern fährt. So weit hat er es in echt nicht geschafft. Aber auch so viele hat es nie gegeben. Es gab, glaube ich, meines Wissensstand, ich meine nur 6 Stück, nagelt mich aber auch nicht drauf fest. Heutzutage nur noch im Museum zu finden und bei uns als Modell. Ich habe unseren lieben Zugexperten nämlich sehr lange in den Ohren gehangen mit solch einem Modell, einfach weil ich es optisch so aberwitzig fand.
Und als hätte diese Bitte ein Hersteller gehört, hat sich dann kurz danach sogar ein Hersteller gefunden, der das eigeninitiativ hergestellt hat. Und ein solches Modell haben wir hier jetzt auch fahren. Wir sind jetzt hier am Ende angekommen von unserem Video und sollte euch das gefallen haben und ihr könnt euch vorstellen, dass wir davon noch mal einen zweiten Teil machen, weil genug Züge haben wir noch, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und schreibt auch gerne dazu, ob ihr noch andere Züge bei uns kennt oder ob ihr euch noch welche vorstellen könnt, die vielleicht bei uns fehlen. Bis zum nächsten Mal.